Hi und herzlich willkommen zu meiner Sketchbook-Tour, der allerersten, die ich mache. Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll, aber ich freue mich voll und ihr habt schon ganz oft danach gefragt, dass ich euch mal den kompletten Inhalt von diesem Sketchbook zeige und deshalb freue ich mich, dass wir das jetzt zusammen machen. Das ist tatsächlich das allererste Sketchbook, glaube ich, das ich so von vorn bis hinten mit lauter Experimenten und kleinen Übungen gefüllt habe. Also ihr werdet wirklich ganz viele verschiedene Sachen zu sehen bekommen. Und vielleicht ermutigt es euch ja auch, selber ein Sketchbook anzufangen und einfach ein bisschen loszulassen, zu experimentieren, weil das bringt wirklich total weiter. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht, dieses kleine Büchlein voll zu machen. Und ich will noch gar nicht zu viel spoilern, aber wir fangen am besten einfach direkt an. Viel Spaß beim Zugucken. Hi, für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Mareike von Heavyweight Paper und meine Spezialitäten sind die Aquarellmalerei, vor allem florale Sachen, aber auch gerne Mixed Media Pieces. Und ich freue mich total, dass du hier auf dem Kanal bist und wenn du nichts verpassen willst, dann lass am besten direkt ein Abo da und abonniere die Glocke, damit du keine Videos mehr von mir verpasst. So, dann lasst uns einmal loslegen mit der Sketchbook-Tour. Es ist viel passiert in diesem Buch und ich sage euch einmal, was so die Gedanken hinter den Seiten waren, wo ich die gemalt habe und so weiter. Also generell habe ich mir für dieses Buch vorgenommen, dass ich ganz viele Tutorials und sowas mache, um mich einfach ein bisschen auszuprobieren, meinen Horizont zu erweitern und ja, ich glaube, das hat auch ganz gut geklappt. Und dann gucken wir mal rein. Es ist eine bunte Mischung von allem, also seid gespannt. Ich habe sehr viele Tutorials von Shada Campbell gemalt in diesem Büchlein. Die macht ganz viel Florales. Das gefällt mir echt gut. Das sind ganz einfache Sachen. Genauso wie Jenna Rainey, die ich auch sehr, sehr gerne mag. Ich habe am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten gehabt hier mit dem richtigen Verhältnis von Wasser und Farbe, gerade auf diesem Papier, das ja kein Aquarellpapier ist. Aber das wird sich dann mit der Zeit auch bessern auf jeden Fall. Gerade was hier Kontraste und so weiter angeht oder mehrere Schichten, das war am Anfang noch so ein bisschen unausgereift, aber das wird auf jeden Fall besser. Gerade hier bei dieser Gießkanne zum Beispiel, finde ich, hat es schon ganz gut geklappt. Das war auch ein Tutorial von Shada Campbell, so ein frühlingshaftes Doodling. Und ja, das finde ich ist eigentlich ganz gut gelungen. Das ist jetzt was komplett anderes, also so Line Art Blumen kann ich sehr empfehlen, das auch mal zu machen. Es ist vielleicht ein bisschen ungewohnt, aber man lernt ganz gut die Strukturen und den Aufbau von so Blüten kennen und ja, sieht echt schick aus. Genauso wie so andere Doodles, also ein bisschen was Abstrakteres. Da könnt ihr immer darauf zurückgreifen, falls ihr mal nicht wisst, was ihr machen wollt. Also das sind wirklich ganz simple Sachen, die man da machen kann und sieht echt cool aus. Ja, dann habe ich hier auch einen Livestream mitgemacht von Nadja und Kum. Auch hier hatte ich ein bisschen Schwierigkeiten, erstmal mit der Aufteilung der Seiten. Also ihr seht, es ist alles noch so ein bisschen verloren hier und zusammengequetscht auf einer Seite und auch hier Verhältnis Wasser-Farbe auf diesen Seiten ist noch nicht so ganz ideal, aber ja, ist ja nicht schlimm, ist ja zum Üben. Dann hatte ich das Buch auch dabei bei dem Art Retreat von Jenna Rainey 22 und habe da so alle Übungen, die wir gemacht haben, alle Bilder so ein bisschen dokumentiert, auch mit kleinen Notizen. Und im Garten habe ich versucht, ein paar Blüten in diesem Line Art Stil ein bisschen einzufangen. Hier hat sie bisschen was über Perspektive erzählt und dann hier reingemalt. Ich glaube, mein Buch war gerade so das einzige Papier zur Hand. Und es ging auch um Proportionen bei Gesichtern, aber das war ja nicht das Thema vom Retreat, das haben wir dann auch schnell wieder gelassen. Es ging eben viel um florale Geschichten, um Komposition in Bildern. Und einen Tag haben wir uns auch um Landschaften gekümmert und das Bild, das Kleine, mag ich voll gerne. Das ist fast mein Lieblingsbild aus dem Retreat.
ja, ich bin sehr froh, dass ich das so ein bisschen mit dokumentiert habe. Genau. Auch so maritime Landschaften haben wir uns kurz angeguckt. Bei so Meer muss man ja sehr geduldig sein, was Wellen angeht, aber das ist nicht so meine Stärke. Und wir waren auch in so einem kleinen Örtchen, Pompadour hieß das, und das ist ganz, ganz malerisch, wie aus dem Bilderbuch, da konnten wir ein bisschen sketchen. Und für die floralen Sachen haben wir uns nochmal den Aufbau angeguckt, was für Formen es da gibt, wie man das dann ableiten kann, dann in verschiedene Blüten und das dann wieder zurück übersetzt in Loose Watercolor Florals. Ich war auch mit ein paar anderen Teilnehmerinnen am Bahnhof. Eine davon ist professionelle Illustratorin, wie man vielleicht sieht, und wir hatten so viel Wartezeit. Und dann hat sie mir da was Kleines reingesketcht. Da freue ich mich jedes Mal drüber, wenn ich das sehe. Und auf dem Rückweg im Zug habe ich dann direkt weitergemacht mit so Line-Art Doodles. Das hat mir so gut gefallen, die Blumen. Es war gar nicht so leicht im Zug, aber es hat dann doch ganz okay geklappt. Hier habe ich ein Tutorial gemacht, das ich offensichtlich mit dem ich nicht zufrieden war, denn diese Hühner und Hähne habe ich nie fertig gemacht. Keine Ahnung, aber ist auch okay. Ist jetzt zum Ausprobieren da. Ja, und auch die Seite war so ein bisschen eher ein Experiment als was Fertiges. Dann habe ich auch bei YouTube mal so ein Video zu, wie heißt das, Bullet Journaling, glaube ich, angeguckt und ein bisschen mit Markern versucht was zu gestalten, so eine Seite. Aber ja, das ist jetzt nicht so meins, habe ich festgestellt. Ich habe dann, so eine Themenseite versucht zu gestalten für den September letztes Jahr, aber es ist eher so ein bisschen so ein kleines Chaos dann ausgebrochen. Das ist eine ganz süße Themenseite für den Herbst, aber auch hier habe ich eher nur mit einer Schicht gearbeitet und es ist noch nicht so ideal. Es wird dann noch besser. Um die Weihnachtszeit, einen kleinen Kranz und hier, das waren die Vorüberlegungen zu meinem Blumenalphabet, zu einer Miniserie, die ich bei Instagram gemacht habe, wo ich immer kleine Anleitungen für verschiedene Blüten aufgenommen habe und das waren so die ersten Vorüberlegungen dazu. Das hier habe ich abgemalt auch, das ist nicht meine persönliche Kreation, das hier schon. Und ich wollte irgendwie mal austesten, wie das aussieht, wenn man dann so Lineart mit Aquarell kombiniert. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was euch besser gefällt, ob es eher so schwarz-weiß bleiben soll oder angemalt. Hier ging es dann weiter mit ein paar Überlegungen zu Ostermotiven. Dann wollte ich anscheinend kurz lernen, wie man Tiere malt. Aber ich habe es, glaube ich, dann auch ganz schnell wieder aufgegeben. Und ich dokumentiere auch immer ganz gerne, wenn ich irgendwo einen Blumenstrauß verschenke oder bekomme. Wenn mir da einzelne Blumen gut gefallen, dann male ich die auch immer mal ab. Hier habe ich wohl mal was mit Buntstiften probiert. Ist auch mal ganz interessant, die Kombination. Ja, und dann gibt es auch so Seiten wie die hier, die so irgendwie gar nichts sind. Weiß ich gar nicht mehr genau, was das alles zu bedeuten hatte. Und generell die nächsten Seiten sind alle sehr experimentell. Hier habe ich die Neo Colors neu gekauft gehabt und wollte die mal ausprobieren. Also das sind alles so Sachen, Motive, die ich normalerweise nicht so male. Hier habe ich einen Kohlestift wiedergefunden, beziehungsweise 2, und habe dann aber noch nicht so verstanden gehabt, dass das schlecht ist, wenn man das Buch zuklappt, weil dann alles abdrückt. Das werdet ihr auf den nächsten Seiten noch ein paar Mal sehen. Aber die Projekte sind eigentlich ganz cool, denke ich, so ein bisschen Mixed Media mäßig. Die Birne zum Beispiel finde ich richtig gut. Die gefällt mir immer noch. Das hat auch nur so 3 Minuten gedauert, einfach ganz schnell nur hingesketcht. Ja, und da haben es mir irgendwie so ein bisschen die Schriftzüge angetan gehabt. Das ist auch was eigentlich immer ganz gut geht. Die Gießkanne kennt ihr ja schon von vorhin. Die habe ich jetzt nochmal nur mit den Neocolors gemacht, weil ich da so ein bisschen angefixt war dann, als ich die neu hatte.
irgendwie so eine abstrakte Landschaft oder sowas. Und dieses Muster habe ich bei Pinterest, glaube ich, irgendwo mal gesehen und dann versucht abzumalen zumindest. Und ich glaube, ich wollte dann auch mein eigenes Muster machen, was dann so semi-gut funktioniert hat. Aber hey. Und hier war ich dann in meiner Character-Design-Phase. Da habe ich auch ganz viel bei Pinterest gesucht. So gerade, ne, wie kann ich Köpfe irgendwie aufbauen aus verschiedenen Winkeln und wie sind so Figuren eigentlich aufgebaut. Also man lernt ja sehr viel auch durch Abmalen einfach erstmal. Das habe ich probiert. Ich könnte mir sowas, glaube ich, nicht selbst ausdenken, aber es hat total viel Spaß gemacht. Auch Sarah Faber ist eine ganz tolle Künstlerin. Meine Versuche hier sind dann eher kläglich, aber hey. Und hier habe ich dann ein Webinar mal gemacht von Jenna Rainey wieder. Da ging es um Formen und Licht und so weiter. Das war auch ganz cool nochmal. Das ist eher so, ja, abstrakte Kunst. At best, würde ich sagen. Hier hatte ich mir die Flow mal gekauft und so eine Illu gesehen von so einer Dose. Die fand ich irgendwie ziemlich niedlich. Und habe die dann einfach abgemalt. Ja, und hier ging die Phase los, in der ich Mixed Media Landschaften so ein bisschen für mich entdeckt habe. Da kommen gleich noch ein paar richtig coole Seiten. Ja, da wollte ich wohl so eine Themenseite machen zu diesem Sommer in Italien Motto, aber auch da habe ich das mal wieder vergessen gehabt mit den Kohlestiften. Es hat abgedrückt und dann musste ich es sein lassen. Das war eher so eine Konzept-Studienseite und zwar hat Nadja von You May Also Like Watercolor für Stifte-Liebe so ein Muster gemacht für ihre neuen Blöcke und ich wollte aus diesen einzelnen Teilen von diesem Muster einen Kranz machen und habe mir die dann erstmal so vereinzelt rausgesucht und ein bisschen studiert. Das hier, da wollte ich einen Schrägpinsel ausprobieren, weil ich damit irgendwie, ich habe da zwei, aber ich mache nie was mit denen, weil ich einfach nicht damit klarkomme und das ist jetzt auch nur so eine Schmierpapierseite geworden. Und das ist so das, womit ich mich einfach wohlfühle, die Loose Florals, das kann ich ganz gut. Die Seite gefällt mir auch gut. Konzepte sind auch immer so eine Sache in einem Sketchbook, die gut Platz haben. Das ist eine Doppelseite, die habe ich auch mit Shader Campbell ein Video von Shader Campbell geguckt und da das Tutorial gemacht. Und hier hatte ich, glaube ich, einfach mal die Seite vergessen, habe die irgendwann wieder aufgeschlagen und hatte dann sofort die Lyrics von Taylor Swift im Kopf und habe die dann dahin geschrieben. Ja, und das waren so die Vorbereitungen für einen Videokurs, den ich gemacht habe zu Rosen und Pfingstrosen. Da kann ich euch den Link gerne mal in die Videobeschreibung setzen. Da geht es dann darum, wie baue ich die Blüten auf, welche Perspektiven kann man einnehmen, mit so Pinselübungen und so weiter. Also, dass man so zwei Sichten auf diese Blüte einfach lernt. Ja, weil Pfingstrosen sind so ein Motiv, da komme ich persönlich immer dazu zurück. Hier klappt es auch schon ganz gut mit den mehreren Schichten. Also das ist was, wenn ich nicht weiß, was ich malen soll, dann male ich meistens Pfingstrosen. Hier hatte ich noch mal so ein Video auch mit Jenna Rainey gemacht zu Landschaften. Das fand ich ganz cool. Und sie hat auch ein anderes Video noch, wo sie so Landschaftselemente verschiedene einmal zeigt. Das habe ich hier gemacht. Aber die Seite mit dem Himmel, die war eher ein bisschen kläglich jetzt. Habe ich ein bisschen vernachlässigt. Und es gibt auch ein richtig cooles Buch, das heißt, glaube ich, Flower Color Guide oder so. Und da sind ganz viele verschiedene Blüten abgebildet, also echte. Und da habe ich mal versucht, ein paar von denen so in meinem Stil hier zu verewigen. Und dann hier tatsächlich auch nochmal mit Markern. Das finde ich jetzt aber eigentlich ganz cool geworden im Vergleich zu den Markergeschichten hier vorne. Ach ja, und dann habe ich hier Jessica Smith entdeckt. Das ist eine richtig tolle Künstlerin aus England. Und die macht auch viele Mixed Media Geschichten. Da habe ich einfach mal was abgemalt. Und das hat mich dann zu dieser Seite bewegt, wo ich einfach mal verschiedene Landschaften, so Fantasielandschaften eigentlich, mit verschiedenen Medien
reingemalt habe und ich finde, das ist eine meiner liebsten Sketchbook-Seiten irgendwie, genauso wie die. Also so ganz bunte und bisschen expressionistisch vielleicht oder impressionistisch, keine Ahnung. So Landschaftsgestaltung mit auch sehr knalligen Farben gefällt mir total gut. Die Sketchbook-Seite finde ich auch sehr schön. Die habe ich in einem Café angefangen. Das war auch so ein kleiner Durchbruch für mich, dieses Jahr mal woanders zu malen als an meinem Schreibtisch. Ja, wie gesagt, Pfingstrosen, das Go-To-Motiv auf jeden Fall. Hier nochmal was von Jessica Smith. Bei Disteln, da bin ich mir immer so unsicher. Das ist nicht mein Lieblingsmotiv. Ich würde es aber total gern können. Hab's dann mal wieder probiert. Ich finde es auch okay geworden, aber es ist jetzt nicht meine Lieblingsseite. Hier habe ich auch von Shada Campbell so ein Herbstvideo gemacht. Ich mag die Farbpalette total gern, die sie da genommen hat. Also richtig süß. Und auch hier mit Mia von Stifteliebe habe ich auch einen Livestream mitgemacht. Das ist jetzt schon 2023, diesen Herbst, und da klappt es auch schon viel besser mit verschiedenen Schichten und ein bisschen mehr Details und so weiter. Also das war einfach nur Übungssache. Boah, und das ist schon tatsächlich jetzt die letzte Seite im Sketchbook. Und zwar ein Motiv aus Schottland, wo ich dieses Jahr war. Da haben wir eine richtig tolle Wanderung gemacht und diese eine Perspektive, kamst du um eine Kurve und hast so diese Landschaft gesehen. Das war einfach toll und da dachte ich, das wäre doch ein guter Abschluss auf jeden Fall für mein Sketchbook. Genau, das war's. Also es ist ganz schön viel hier, ganz viel Verschiedenes hier drin, aber viele Sachen, die ich wirklich gerne mag und die ich mir immer wieder auch angucke, wenn mir mal Inspiration fehlt. Deshalb, ja, vielleicht hat es euch ein bisschen inspiriert zu eurem eigenen kleinen Sketchbook. Ja, ihr Lieben, das war meine kleine Sketchbook-Tour. Ihr seht, es ist viel passiert in diesem kleinen Büchlein. Ich habe es sehr gerne, gucke immer wieder gerne rein, so zur Inspiration. Und ja, vielleicht hat es euch ja auch jetzt inspiriert, eins anzufangen. Es muss nicht immer alles perfekt sein. Es ist total okay, wenn einfach eine Seite leer bleibt oder auf der nur rumgekritzelt wird. Ist einfach ein cooles Tool. Und ich würde jetzt halt wieder eins anfangen und habe natürlich auch schon mein zweites angefangen, für das ich dann auch vielleicht mal die zweite Sketchbook-Tour machen kann.